Lisa, wir möchten mehr Rezepte von deiner Oma haben. Lisa sagt, kein Problem, obwohl ich schon ultra viele mit euch geteilt habe, kommt hier ein neues. Herzlich willkommen zu meinem Video, zu meinem Kanal. Ich bin die besagte Lisa, die Kuchenfee, und ich zeige euch heute einen Zopfkranz, kommt drauf an, wie ihr Lust habt, den zu verpacken. Genau das machen wir heute. Das Rezept ist wie immer in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr gerade unter das Video schaut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr entweder oder den Abonnieren-Button drückt und dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da lasst, weil das unterstützt meinen Kanal mega. Dankeschön. So, was habe ich mir hier schon vorbereitet? Eigentlich wie immer kein Hexenwerk. Und zwar habe ich hier in meiner Glasschüssel einfach nur 405er Mehl, dieses Standardmehl. Und hier ist auch schon die Zuckermenge drin, die ihr für diesen Hefeteig braucht. Und das Ei können wir erstmal ignorieren, das hatte nirgendwo anders Platz. Deswegen wartet das da gerade. Was jetzt hier noch zukommt, ist etwas Hefe. In meinem Fall ist es heute irgendwie ausnahmsweise mal Trockenhefe, weil ich ganz viel davon habe und die aufbrauchen möchte, weil die eigentlich schon vor einem Monat abgelaufen ist. Aber ich bin guter Dinge, dass die trotzdem noch funktioniert, und deswegen benutzen wir die. Okay, so, Hefe ist soweit drin. Selbstverständlich könnt ihr natürlich die frische Hefe auch benutzen, gar kein Problem. Zu meiner Hefe-Zucker-Mehl-Mischung kommt jetzt noch ein Schluck von der warmen Milch zumindest erstmal. Und dann bedecke ich das Ganze so. Und wenn die so ein bisschen schäumt und man das Gefühl hat, da tut sich irgendwie sowas, dann kommt das Ganze hier in die Schüssel. Schreibt ihr mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr Hefegebäcke macht, benutzt ihr dann am liebsten trockene Hefe oder die frische Hefewürfel? Das würde mich interessieren. Ich kann schon sehen, hier tut sich was in meinem Vorteig letztendlich. Und deswegen gebe ich den jetzt wie angekündigt einmal hier in meine Küchenmaschine. Und ja, das, was ich jetzt gemacht habe, war tatsächlich ein bisschen unnötig. Ihr hättet das Ganze auch direkt schon, habe ich jetzt so viel daneben geschüttet? Ja. Super. Ihr hättet das direkt schon in der Küchenmaschine machen können, aber für Filmzwecke ist es immer schöner, sowas in Glasschüsseln zu machen. So, hier der Rest noch rein. Das hole ich mir gleich noch, wenn die Kamera aus ist. Jetzt kommt hier mein Knethaken zu. Pup. Außerdem noch ein Ei. Das ist optimalerweise auf Raumtemperatur und ohne Schale. Dann kommt da noch Butter rein, die ist auch ganz zwingend notwendig auf Raumtemperatur, und jetzt noch unsere restliche Milch. Und dann wird das Ganze so einfach erstmal zu einem super schönen Hefeteig verknetet. Raketenwissenschaftler. Ja. Ein paar Minuten sind vergangen. Ich würde schätzen so 6, 7, und ich habe meinen Teig einfach nur bei Geschwindigkeitsstufe 1 ganz entspannt kneten lassen. Und so ist er jetzt genau richtig. Der wird jetzt von mir einmal abgedeckt, an einen warmen Ort gestellt. Meine Omi hat das damals voll oft gemacht, dass sie den ins Bett gestellt hat und die Decke drauf, das dicke Plummo drauf gemacht hat. Habe ich gerade nicht hier. Ich werde es wahrscheinlich in die Sonne stellen, weil heute endlich mal die Sonne scheint. Und dann kriegt er auch genug Wärme. Ja, also sehen wir uns, wenn das aufgegangen ist, was so schnell passiert für euch. Okay, es ist noch nicht viel Zeit vergangen, wir müssen aber trotzdem schon was vorbereiten, deswegen ignorieren wir den noch nicht aufgegangenen Teig, der macht gerade seine Arbeit. Was wir schon vorbereiten müssen für den Teig zum Füllen gleich ist unsere Mohnfüllung, weil die ein bisschen abkühlen muss. Und dafür habe ich jetzt hier in meiner Schüssel, das sieht total fies aus, ich weiß, aber im Endeffekt ist das nur ein bisschen Milch und so in Stücke gehackter Marzipan, das ich vor einer Stunde, während ich alles vorbereitet habe, schon eingeweicht habe, damit der Marzipan sich schon ein bisschen so auflösen kann und weicher wird. Das kommt jetzt hier einfach in meinen Topf. Ich glaube, jetzt kann man das auch noch besser erkennen. Was hier jetzt auch noch in den Topf kommt, ist die Butter hier, genauso wie der Zucker. Und dann erwärme ich das gerade einmal auf dem Herd für ein paar Minuten, einfach nur, bis sich die Butter komplett gelöst hat. Das muss nicht zwangsläufig aufkochen. Was aber gleich einmal aufkochen muss, ist die komplette Mischung, wenn der Mohn dazu kommt. Aber ich mache das jetzt gerade einmal, bis die Butter gelöst ist und der Marzipan. Und wenn dann die Flüssigkeit hier geschmeidig ist, dann kommt Mohn dazu und dann wird einmal gekocht. So machen wir es. Let's go.
Hier ist soweit alles gelöst. Jetzt kommt mein Mohn rein. Boah, was für ein scheiß Schneebesen. Leck mir am Arsch. Da ist meine Mohnmasse. Die lasse ich jetzt so, wie gesagt, auskühlen und dann kann der Mohn auch noch so ein bisschen quellen. Was ich noch dazu tue, ist aber optional, finde ich aber mega lecker, ist hier so ein paar Tröpfchen Bittermandelaroma. Das ist ohne Alkohol, keine Sorge, es ist halt ein Aroma auf Ölbasis. Da gebe ich ein paar Tröpfchen dazu. Wir haben ja eh schon den Marzipan in unserer Mohnmasse hier und mit der Bittermandelkomponente ist es einfach noch mal ein bisschen mandeliger, ein bisschen nussiger. Einfach ein bisschen runder vom Geschmack. Ist aber optional. Alternativ wäre auch ein bisschen Romaroma sehr lecker. So, okay, das bleibt stehen und muss abkühlen. Mein Hefeteig geht schön auf. Ich sehe das da schon in der Sonne. Und wenn beide fertig sind, dann geht's weiter. Irgendwie passt das, was hier auf dem Tisch steht, nicht ganz mit dem zusammen, was wir jetzt gleich vorhaben. Das liegt daran, weil ich hier gerade noch ein anderes Video am Filmen bin und für dieses andere Video meine Küchenmaschinenschüssel hier benutzen muss, wo gerade unser Hefeteig drin ist. Und damit ihr und das Video keinen Anschlussfehler hat, so nennt man das, wenn was dann nicht zusammenpasst im Video, will ich euch einmal kurz Bescheid sagen, dass ich meinen Hefeteig, der hier schon voll schön aufgegangen ist, nur einmal kurz in eine andere Schüssel umfülle. Es ist echt viel Zeit vergangen. Ich musste zwischenzeitlich noch die eine oder andere Sache klären und mein Hefeteig ist jetzt nochmal richtig schön aufgegangen. Letztendlich ist er bei mir zweimal aufgegangen. Einmal, als ich ihn gerade aus der Edelstahlschüssel geschnappt habe, dann habe ich ihn ja nochmal rund gewürgt und dann jetzt hier nochmal in der Glasschüssel. Dieses zweimal könnt ihr euch offensichtlich sparen. Einfach einmal auflassen gehen, dann jetzt verarbeiten, was wir machen und dann ganz normal weiter. Aber Schaden tut das dem Teig definitiv nicht. Der wird eigentlich eher noch fluffiger dadurch. Also wenn ihr so viel Zeit und Geduld habt, auch eine gute Idee. So, ich stürze mir meinen ultra schönen Teig jetzt, wenn er rauskommt. Kommst du denn? Und diese ganzen kleinen, wie so Spinnennetze, die ihr jetzt sehen könnt, das ist das Gluten, was wir richtig schön haben erknetet. Ich werde meinen Teig jetzt hier nicht groß nochmal kneten, das können wir uns sparen, sondern werde den einfach nur einmal platt drücken, natürlich mit ein bisschen Mehl drunter nach Bedarf. Und den dann, so gut es geht, ausrollen auf ja, so ein Rechteck. Probiert mal ein Rechteck. Wenn es eins gibt an Omas Rezepten, dann ist es, dass sie alles nie so richtig genau genommen hat, sondern es eben nach Gefühl gemacht worden ist und halt einfach so. Die hat immer diese Handbewegung gemacht. Ja, aber Oma, wann weißt du denn, wenn es richtig ist? Ja, dann passt es einfach. So hat sie mir ganz oft gesagt. Und ja, ich denke, das passt hier jetzt soweit auch. Ich könnte mir niemals vorstellen, dass meine Oma mit so einem Lineal in der Küche stand und geguckt hat, ob der Teig auf die gute Größe ausgerollt ist. Never ever. Wenn ihr so eine Oma habt, bitte schreibt mir das in die Kommentare. Es würde mich einfach nur interessieren, ob es solche Omis gibt oder überhaupt jemanden gibt. Wenn ich euch jetzt in dem Rezept schreiben würde, welche Maße das haben soll, schnappt ihr euch dann ein Lineal und messt das nach? Bitte lasst mich das wissen. Ohne Mist, alle Kommentarfragen bisher, egal, lasst mich wissen, messt ihr euren Teig. So, wie groß ist das jetzt? So groß, wie es sein muss. Vielleicht ist das eine Maßhilfe für euch. So, Blechgröße. Auf diesen super schön ausgerollten Teig kommt jetzt unsere Mohnbackmasse, die zu dem Zeitpunkt hier jetzt 100% ausgekühlt ist und so richtig schön verstreichbar, streichfein. Und genau das machen wir jetzt auch. Also einmal gleichmäßig verstreichen. Okay, und jetzt wird aufgerollt. Ui, da haben die Kinder Spaß draußen. Schön. Jetzt wird aufgerollt. Ich mache das von der langen Seite her.
Ihr könntet das aber auch von der kurzen Seite her machen, aber dann habt ihr ein viel dickeres Endprodukt. Bisschen stauchen. Und jetzt wird der einmal, wie ihr das von ganz vielen von meinen Kollegen wahrscheinlich auch schon kennt, einmal der Länge nach aufgeschnitten. Ich lasse den Kopf immer so ein bisschen verbunden und dann wird er einmal so umeinander rumgezwirbelt. Einmal durch und jetzt wird so minimal matschig, was ich gerade auch noch mache, auch wenn es wahrscheinlich total unnötig ist, ist mein Blech ein bisschen mehlen, weil da kommt jetzt gleich dann unser Zopf, unser Kranz, unser Lecker drauf. So, die beiden jetzt auseinandernehmen, die Schnittkanten nach oben zeigen lassen und dann das Ganze letztendlich einfach nur immer wieder um sich rumdrehen. Und 1, 2. Und nochmal. Und rüber. Und rüber. Und letztes. So. Hier die Endstücke, die lege ich immer so ein bisschen untereinander, das hier auch immer so ein bisschen. So, und das Ganze dann so aufs Blech. Ist immer so ein bisschen knifflig, geht aber meistens ganz gut. Wunderbar. Dann hier auch gerne nochmal nach Bedarf in Form bringen. So, und jetzt habt ihr die Wahl, das Ganze entweder einmal mit Ei zu bestreichen und so gehen zu lassen oder ihr macht es halt nicht. Was es für Vor- und Nachteile hat, habe ich mal in einem separaten Video in der Kanalmitgliedschaft erzählt und in meinem Buch geschrieben. Also wenn ihr Interesse an dem einen oder anderen habt, verlinke ich euch das in der Infobox. Ich lasse das Ganze jetzt so mit einem Küchentuch, wenn ich eins finde, einfach erstmal eine halbe Stunde gehen und heiz mir dann den Ofen vor. Etwa eine halbe Stunde ist vergangen. Mein Zopf hier kann jetzt endlich in den Ofen, der ist soweit auch schon fast vorgeheizt. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, den einmal mit Ei zu bestreichen und werde den dann, sobald ich fertig bin und der Ofen eben auf Temperatur, den da reinpacken und so richtig schön goldig ausbacken. Nach dem Backen lasse ich den was abkühlen und dann werde ich den mit ein bisschen aufgekochter Aprikosenkonfitüre bestreichen, damit der extra schön appetitlich glänzt. Und dann kann er eigentlich auch schon vernascht werden. Und weil so bestreichen und sowas, ihr gerade seht, wie ich das mit dem Ei mache und das mit der Aprikose nicht anders ist, entlasse ich mich an dieser Stelle aus dem Video, weil den Part könnt ihr euch sparen. Das erklärt sich von selber und da kann auch nicht viel schief gehen. Von daher, schön, dass ihr da wart. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich, von euch zu lesen, wie immer. Und ich freue mich jetzt aber eigentlich am meisten, gleich endlich ein Stück davon zu naschen. Von daher, ja, wir sehen uns. Schön, dass ihr da wart. Du kommst gleich in meinen Bauch.